First of all, I'd like to say thank you to the team for helping us and also the translation today. Vielen Dank für diese Einleitung und für dein Gebet und auch noch ein ganz großes Dankeschön an das Team, dass das hier möglich macht, dass wir diesen Vormittag haben. And these series, they're the brainchild of Bester, so she's been wanting to do something like this for such a long time, and when the two of us got together and started talking about it, just one thing rolled into the other and it just happened so fast. And yes, it's all from him. He opened all the doors and just allowed it to happen this morning. Und dass wir diese Serie haben, das geht auch auf Beste zurück, die dort einfach schon viele Gedanken dazu hatte. Und als wir dann ins Gespräch gekommen sind, dann kam eins zum anderen und wir sind sehr dankbar, dass wir das jetzt hier anbieten können und wollen aber wirklich auch Gott die Ehre dafür geben. So yes, we've passed 2 Saturdays. The first Saturday we spoke about the body, soul and spirit. Und wir hatten jetzt 2 Samstage schon. Am ersten Samstag haben wir über Körper, Seele und Geist gesprochen. And we spoke about how important it is that we work not from outside our senses and the body to our soul, to our spirit. Und wir haben uns angeschaut, dass es wichtig ist, nicht von außen, von dem, was wir wahrnehmen, von unserem Körper und dann Geist und dann Seele und dann Geist, dass wir nicht so vorgehen. Yes, but that we should rather work from inwards, the Holy Spirit, our spirit. We are one. Sondern dass wir von innen anfangen, von der Seele und dem Heiligen And we allow Geist, that, der in uns ist. and we allow that to flow out to the soul, Und dass wir das erlauben, dass das weitergeht auf unsere Seele and from our soul to the body. und von unserer Seele auf unseren Körper. Our body and soul are also interlinked. Und unser Körper, unsere Seele sind miteinander verbunden. So our disease and our illnesses and our problems, a lot of them could be connected to the soul. Und so ist auch es sehr wahrscheinlich, dass Gebrechen oder Krankheiten einfach miteinander verbunden sind zwischen unserem Körper und unserer Seele. And therefore, the reason we touched on forgiveness Und deswegen haben wir uns auch Vergebung angeschaut and our emotions, und unsere Emotionen and how they are affected by pain and unforgiveness in our lives. und wie sie einfach beeinflusst werden von Schmerz in unserem Leben. Please don't get me wrong, there are diseases and there are illnesses that are not affected by this. Und ich möchte, dass ihr mich da richtig versteht. Es gibt Krankheiten, die nicht im Zusammenhang damit stehen. But a lot of disease, the researchers say 80% are psychosomatic. Aber ganz viele Krankheiten und Wissenschaftler sagen 80% sind aus psychosozialen Gründen. That does not mean we imagine the disease or the illness or the complaint. Und das bedeutet nicht, dass wir uns das nur einbilden, diesen Schmerz oder diese Krankheit. But it is through our thoughts and through our emotions that we make ourselves and our bodies sick. Aber dass durch unsere Gedanken und auch durch unsere Emotionen unser Körper krank werden kann. And so therefore the forgiveness and touching on forgiveness was of ultimate importance. Und deswegen ist die Vergebung und auch, dass wir uns das angeschaut haben, so grundlegend wichtig. I also mentioned that you need to do this daily. Und ich habe auch erwähnt, dass wir das täglich tun müssen. That doesn't mean that if you've forgiven, that the next day you need to forgive the same person, the same thing. Und das bedeutet nicht, dass wenn du vergeben hast, dass du am nächsten Tag der gleichen Person das Gleiche vergeben musst. Maybe you do need to, but mostly when you do it in the Lord Jesus Christ, forgiveness is forgiveness. One time is sufficient. Aber vielleicht musst du das manchmal machen, aber eigentlich ist es so, wenn du vergeben hast und das im Herrn tust, dann ist es vergeben ist vergeben. But we are human, Aber wir sind Menschen and we take our burden up again. und wir nehmen unsere Last oft wieder auf. Or we take a new burden up again. Oder wir nehmen eine neue Last auf. And we work in the world. Und wir arbeiten in dieser Welt. And many a times our thoughts are affected by what we see and hear and think. Und ganz oft sind unsere Gedanken durch das beeinflusst, was wir wahrnehmen und was wir fühlen. And therefore, daily you need to come before the Lord. Daily you need to talk about the things that you have internalized. Und deswegen ist es wichtig, wirklich täglich mit dem Herrn zu reden und ihm das auch
vor ihn zu bringen, was wir oft auch so verinnerlicht haben. And that's the number one health aspect about health. Und das ist so der grundlegende und erste Aspekt, wenn es um Gesundheit geht. The foundation, Das Fundament. God Almighty, Jesus Christ. Der allmächtige Gott, Jesus Christus. That what I bring in addition, Und das, was ich noch zusätzlich sage, that how you work preventatively, dass wie wir präventiv arbeiten können oder sein können, is additional, is extra. das ist nur der Zusatz. So let's see, what does the Bible say about this? Und jetzt wollen wir uns anschauen, was die Bibel dazu sagt. So we're going to read from John 10:10. Und wir lesen in Johannes 10, Vers 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came so that they may have life and have it abundantly. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. So Leben in ganzer Fülle. I'm going to ask you a very personal question. Und ich möchte dir eine sehr persönliche Frage stellen. Are you living in abundance? Lebst du in dieser ganzen Fülle? Are you filled with joy and thanksgiving? Bist du erfüllt mit Freude und mit Dankbarkeit? Are you filling your purpose in life? Erfüllst du deinen Lebenssinn? And are you enjoying the full expression of health in your life? Und genießt du das volle Ausmaß an Gesundheit in deinem Leben? The full expression of health. Das volle Ausmaß an Gesundheit. Not that you are completely healthy, but the full potential of your health. Nicht, dass du ganz gesund bist, aber das ganze Potenzial, das für deine Gesundheit da ist, ob du das leben kannst. Let's have a look at what the World Health Organization says about health. Und wir wollen uns anschauen, was die Weltgesundheitsorganisation über Gesundheit sagt. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheiten oder Gebrechen. So take note, it's not just the absence of disease or infirmity. Also versteht, es ist nicht nur das Fehlen von Krankheiten oder Gebrechen. We're talking about physical, mental and social health. Sondern es geht um körperliche, geistige und auch seelisches Wohlbefinden. So it's about, what is health about? Und worum geht es bei Gesundheit? The health journey, it's how we journey through life. Und es ist ein Stück weit eine Gesundheitsreise, die Art und Weise, wie wir durchs Leben gehen. Yeah, it's about the foods that you eat. Es geht um das Essen, das wir essen, It's the drinks you consume, die Getränke, die wir trinken, the stresses you allow in your life, den Stress, den wir in unser Leben, financial practices, auch wie wir mit Geld umgehen, emotions you carry around, Emotionen, die wir haben und ausdrücken, the feelings about your job, die Gefühle zu meinem Job, the thoughts you think, die Gedanken, die ich denke, the supplements you take. die Nahrungsergänzungsmittel, die ich nehme. So it's in a big tree full of different things that takes you on this journey. Und es ist wie ein großer Baum voll mit Dingen, der uns auf dieser Reise begleitet. And so there's not one thing about your health, there's many things that you can do for your health. Und deswegen gibt es nicht nur die eine Sache, wenn es um deine Gesundheit geht, sondern es gibt ganz viel, was du für deine Gesundheit tun kannst. So since we're talking today about natural health and natural remedies and how we can work preventatively for our health, Und weil wir heute uns mit natürlichen Stoffen, Zusatzstoffen und auch mit dem, was wir präventiv für unsere Gesundheit tun, auseinandersetzen, let's have a look at this health equation. Let's see how can we work with nature? und so möchten wir uns so ein bisschen diese Gleichung anschauen, wie können wir mit der Natur für uns arbeiten. It's very simple. If you need vitamin D, you go and get sunshine. Und es ist sehr einfach, wenn du Vitamin D brauchst, dann gehst du raus, damit du Sonne tanken kannst. A little bit difficult if you live in Germany in the winter time. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn du in Deutschland lebst mit der Winterzeit. There are supplements then or foods that you can try and accommodate in your diet. Und da gibt es eben dann Nahrungsergänzungsmittel oder auch Lebensmittel, die du, wo du dann genug Vitamin D aufnehmen kannst. If you need vitamin C, Wenn du Vitamin C brauchst, you can change your diet or add to your diet. Fruits, vegetables,
Dann kannst du dein Essen anpassen, dass du vielleicht andere oder mehr Gemüse und Früchte isst. Yeah, citrus fruits like lemon, lime, oranges. Zitrusfrüchte, Zitronen, Limetten, Orangen. I would also like to give you the freedom, if you want, to take out your phones and take photos, because I'm going to be going, there's a wealth of information out of there, and I'm going to be going quite fast through my slides. Und ich ermutige euch, auch eure Handys rauszunehmen. Ihr dürft sehr gerne die Folien auch fotografieren, weil das werden sehr viele Informationen sein und ich gehe da vielleicht auch ein bisschen schnell durch. So a lot of this information has also deep physiological background. Und sehr viel dieser Information hat auch ganz viel physiologischen Hintergrund. I'm not going to go there. Aber da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. I think that's too deep for us. We're here to discuss how we can help our bodies, not how our bodies function. Und das wäre zu weit gehen. Wir wollen ja jetzt hier nicht darüber sprechen, wie unsere Körper funktionieren, sondern wie wir ihn unterstützen können. But we need to look at our health. Our health is our responsibility. My health is my responsibility. Aber wir müssen uns, oder ich muss mir meine Gesundheit anschauen, denn das ist meine Verantwortung, dass ich mich darum kümmere. I need to be my own health detective. Ich muss mein eigener Gesundheitsdetektiv sein. So I need to take a magnifying glass and I need to look at certain actions and reactions in my body. Und so muss ich mir ein Vergrößerungsglas nehmen und muss auch mir einfach anschauen, wie reagiert mein Körper auf was. I need to do health checks. Ich muss Gesundheitschecks machen. I need to know where am I starting from. Und ich muss auch wissen, wo stehe ich, wo fange ich überhaupt an. And do you remember in our first teaching of the series, und vielleicht erinnert ihr euch an unseren ersten Teil dieser Serie? We checked our physical health. Da haben wir so unseren physischen Zustand uns angeschaut. We took our blood pressure, Wir haben unseren Blutdruck gemessen, heart rate, unseren Herz, unseren Puls, genau, danke. We took a heart rate, we took how strong our body, our core strength is. Und haben auch angeschaut, wie stark wir so sind, also wie aufrecht wir sein können. We did a fitness test, how strong our hearts are. Wir haben einen Fitnesstest gemacht, wie stark unser Herz We ist. did flexibility, Flexibilität. but that's all concerned with physical fitness. Aber da geht es um die physische Fitness. But we needed it so that we could have a starting point to know how to exercise. Aber das haben wir gebraucht, damit wir so einen Startpunkt haben, wie wir überhaupt uns aktivieren und sportlich betätigen können. And that we did last week. We spoke about how to exercise and how to eat correctly. Und darüber haben wir letzte Woche besprochen, was und wie können wir Sport machen und wie essen wir richtig. But there's other things that we can be a detective in. Aber es gibt noch weitere Dinge und da dürfen wir Detektive sein. We can see how we breathe. Wir können uns anschauen, wie wir atmen We can see how our breath smells. und auch an, wie unser Atem riecht. We can test our, the color of our urine. Wir können uns auch die Farbe unseres Urins anschauen. Is it too yellow? Is it too pale? Ist er zu gelb oder ist er zu hell? Do I drink enough? Don't I drink enough? Trinke ich genug oder trinke ich zu wenig? Do I have allergies? Do I have sinus? Do I have points on my skin that are dry? Habe ich Allergien oder Beschwerden im Rachen oder habe ich auch Punkte auf meiner Haut, die immer trocken sind? Does my sweat smell different? Riecht mein Schweiß anders? Do I smell under one arm but not the other arm? Oder rieche ich nur unter dem einen Arm und unter dem anderen nicht? How often do I go to the toilet for number 2? Und wie oft muss ich denn auf die Toilette? And how often do I move my bowels? Und wie oft bewege ich den Darm? Wie oft bin ich aktiv und bewege den Darm? Do I have wind? Muss ich oft Luft ablassen? Top and bottom? Oben raus oder unten? Is my stomach swollen and bloated? Ist mein Bauch oft gebläht? Is it flat in the morning and bloated after food? Und ist er vielleicht morgens flach, aber nach dem Essen gebläht? Or is it bloated when I wake up in the morning? Oder ist er sogar gebläht, wenn ich morgens aufwache? These are all small signs that we can observe in our bodies. Und
Und das sind alles so kleine Zeichen, die wir an unserem Körper wahrnehmen können. So where do we start with this whole journey? Also wo fangen wir jetzt an auf dieser Reise? You cannot build your house on sand. Du kannst dein Haus nicht auf Sand bauen. What does that mean? Was bedeutet das? My body is my house, Also wenn mein Körper mein Haus ist and my foundation of health is very important. und das Fundament für meine Gesundheit sehr wichtig ist. So I'm saying you need to start to exercise and you need to eat correctly. Also ich habe gesagt, du musst anfangen, dich zu bewegen, Sport zu machen und dich auch richtig ernähren. And you say, right, I'm going to start exercising. Und du sagst, ja gut, ich fange jetzt an, mich zu bewegen. And I'm going to eat more fruit and vegetables. Und ich werde auch mehr Obst und Gemüse essen. But is your foundation solid and stable? Aber ist dein Fundament stabil? What do I mean by this? Was meine ich damit? Are my organs functioning optimally? Funktionieren meine Organe entsprechend? Are my kidneys and my liver working optimally? Arbeiten meine Nieren und auch meine Leber optimal? So let's have a look at that. Let's have a look at the benefits of first cleansing the body before I even think about going on my health journey. Und so möchte ich, dass wir uns anschauen, was für einen Vorteil es hat, dass ich meinen Körper erstmal reinige, bevor ich ihn dann mit Gutem fülle. Yes, let's look at the benefits of a cleanse. Also lasst uns mal die Vorteile einer Reinigung anschauen. Healthy skin. Gesunde Haut. As soon as you start to clean the kidneys, you flush out the toxins. Und sobald du anfängst, die Nieren zu reinigen, entgiftest du. You have a lighter, glowing skin Und deine Haut wird leuchtender, because you're excreting the toxins through the kidneys. da du über die Nieren die Schadstoffe ausscheidest. You have mental clarity. Und du bist auch mental klarer. So a byproduct of protein synthesis is ammonia. Und ein Nebenprodukt von der Protein synthesis. Proteinsynthese ist Ammonia. ja, Ammonia. ja. Don't know. Nitrat. Nitrat, ist es Nitrat? Maybe. Okay. And with this, it is excreted in the urine. Und das wird im Urin ausgeschieden. But when your kidneys and liver are not functioning optimally, Aber wenn deine Leber und deine Nieren nicht optimal funktionieren, then you get a backup of this ammonia. dann ist es Ammoniak. Dann wird das auf jeden Fall angereichert. And when you have that, this ammonia can go into the brain. Und wenn das angereichert wird, dann kann es auch in dein Gehirn gehen. And it doesn't get to be excreted so easily. Und da wird es auch nicht mehr wirklich abgebaut. You have lots of thoughts, Dann hast du ganz viele Gedanken. and usually it can affect the quality of your sleep. Und es kann auch Auswirkungen auf deinen Schlaf haben. Another benefit of a cleanse is it boosts your immune system. Und ein weiterer Vorteil der Reinigung ist, dass dein Immunsystem gestärkt wird. This is very important in this corona time. We want to have a strong immune system. Und das ist vielleicht gerade jetzt in der Corona-Zeit sehr wichtig. Wir wollen ein starkes Immunsystem haben. And the liver possesses also one of the largest stores of immune cells. Und die Leber hat einen der größten Kammern, oder wo das, was wir für unser Immunsystem brauchen, gespeichert wird. And when we have toxicity in this area, Und wenn wir dort toxische Dinge haben, what happens is you have then inflammation. dann kann es sein, dass du Entzündungen hast. And it can lead also to insulin resistance. Und das kann auch dazu führen, dass du insulinresistent wirst. You can also benefit from a cleanse in the digestive area. Es gibt auch Vorteile, wenn du den Verdauungsapparat reinigst. The liver metabolizes the fat and protein. Und die Leber verarbeitet und verwertet Proteine und Fette. And the pancreas, they excrete bile, which takes this process even further. Und der Pankreas, der verarbeitet das dann und hat noch mehr Einfluss dann auf den Körper. So with a good functioning liver,
you have a better digestion and a better excretion process of all these toxins. Und das heißt, wenn deine Leber funktioniert, dann kann dein Körper sowohl Gutes besser verarbeiten, als auch das Schädliche besser ausscheiden. You also have sugar levels are better controlled, and from that it builds through to weight loss. Und auch der Zuckerspiegel wird besser kontrolliert und dadurch hat man dann auch oft Gewichtsverlust. A clean liver helps excrete the toxins and you have better hormones. Eine gesunde Leber hilft eben dabei, die Schadstoffe auszuscheiden und dadurch hat das auch wieder Einfluss auf deinen Hormonhaushalt. Which affects your hair and your skin. Und die Hormone beeinflussen wiederum deine Haut und deine Haare. And in addition to this hormonal balances that you're getting, it also helps with stress, anxiety, depression. Und wenn dein Hormonhaushalt im Gleichgewicht ist, dann hat das auch wieder Auswirkungen auf deinen Schlaf und auf Stress und auf Depressionen. So let's have a look at this building block or foundation that we're talking about. Und lass uns nochmal dieses Gebäude oder dieses Fundament anschauen. It makes sense. If you're wanting to clean your body, und es macht ja Sinn, dass wenn du deinen Körper reinigen möchtest, you work first and clean the kidneys, which can take up to 6 weeks. Dann fängst du an, dass du deine Nieren reinigst und das kann bis zu 6 Wochen dauern. Because they excrete the toxins in urine. Weil sie die Schadstoffe über den Urin ausscheiden. Once your kidneys are healthy, you then move on to cleaning and cleansing the liver. Und wenn deine Nieren in Ordnung sind, dann gehst du weiter und reinigst deine Leber. So what are the benefits of having a good kidney function? Und was sind jetzt die Vorteile darüber, dass du eine gut funktionierende Niere hast? So you can see them in the next couple of slides. It's going to be, it filters your blood. Und das sehen wir auch auf den nächsten Folien. Es filtert dein Blut. Excretion of wastes and toxins, we've spoken about that. Und wir haben uns schon darüber gesprochen, Abfälle und Toxine werden ausgeschieden. The regulation of pH. Der pH-Wert wird reguliert. That means our bodies can become quite acidic. Und es kann sein, dass unser Körper sehr übersäuert from stress durch Stress and the way we eat. Aber auch über das, was wir essen. Bacteria and illness can feed on acidic bodies. Und sowohl Bakterien als auch Krankheiten nähren sich von Saurem oder Übersäuerung. So when we're talking about bringing the pH into balance, we're actually trying to get our bodies more alkaline. Und wenn wir jetzt über die Regulierung des pH-Werts sprechen, dann möchten wir, dass unser Körper alkalischer wird. It also controls the body fluid balance. We've spoken about that. Die Nierenfunktion kontrolliert auch den Flüssigkeitshaushalt. Our electrolytes. Unsere Elektrolyte. And the production of hormones, very important. Und ganz wichtig auch die Produktion der Hormone. How do we clean ourselves? I'm talking about having the kidneys clean, but how do we do that? Und jetzt spreche ich darüber, dass wir unsere Nieren reinigen, aber wie machen wir das überhaupt? So I've made a list of all the different things that help. Und ich habe mal eine Liste gemacht mit den Dingen, die dabei helfen. So we've all heard about apple cider vinegar in the mornings. Und wir haben vielleicht alle schon vom Apfelessig am Morgen gehört. Turmeric, Kurkuma, ginger, Ingwer, parsley, Petersilie, dates, celery, dandelion. Genau, Sellerie, Datteln, Löwenzahn, watermelon, lemon juice, Zitronensaft, pomegranate. Be careful with pomegranate. It can, if you've got a sensitive stomach, harm the stomach further if you've got a sensitive stomach. Und bei Granatapfel ein bisschen Vorsicht, wenn du sowieso schon einen sensiblen Magen hast, dann kann das dem nicht so gut tun. So I'm throwing all these elements out there and you say, but how? Und jetzt schmeiße ich euch das da so hin und ihr fragt euch vielleicht, ja, aber wie gehe ich das jetzt an? Maybe you start with the apple vinegar in the morning with a glass of warm water on an empty stomach, 1 spoon, half a spoon to start off with. Und vielleicht fängst du ja mal mit dem Apfelessig am Morgen an, warmes Glas Wasser, halber Löffel, ganzer Löffel und fängst mal so an, auf nüchternen Magen. Yeah. And maybe you look at different types of teas, but please organic. Oder vielleicht auch unterschiedliche Tees, aber bitte in Bio-Qualität. You can look at ginger tea, dandelion tea, Ingwertee, Löwenzahntee.
You can add some dates to your salad or to your cereal and porridge in the morning. Du kannst Datteln in dein Frühstücksmüsli reinmachen. You can add a bit of turmeric, curcumin, spices to your meat or your dishes. Oder du benutzt ein bisschen Kurkuma in deinem Essen oder auch fürs Fleisch. You can drink lemon juice in your water. Du kannst Zitronensaft in deinem Wasserglas mit You can reinmischen. eat watermelon as a dessert. Du kannst Wassermelone als Nachtisch essen. When we look at the liver function, now we've gone to look at the kidneys and kidney function and clearing up the kidneys, and we move on to the liver. Jetzt haben wir uns die Nierenfunktion angeschaut und wie wir sie reinigen können, die Niere. Und jetzt wollen wir noch weitermachen mit der Leber. So what does the liver do? Was macht die Leber denn? So it controls your blood sugar, as mentioned. Sie kontrolliert den Blutzucker. It controls your cholesterol levels. Dein Cholesterinspiegel wird über die Leber kontrolliert. And I'm sure all of us, we're aware of what our cholesterol is. Und ich denke, dass alle von uns wissen, was der Cholesterinspiegel ist. I hope you are aware of it, whether it's high, whether it's normal. Und ich hoffe, dass du weißt, ob er bei dir hoch oder normal And ist. that can be greatly influenced by diet. Und das kann man ganz stark über die Diät oder unser Essen beeinflussen, But also by stress. aber auch über Stress. If you go through a very lot of stress and trauma situation and you take your cholesterol, it can be elevated. Wenn du eine stressige Phase oder auch ein Trauma erlebst, und man würde dann den Cholesterinspiegel messen, dann wird er wahrscheinlich sehr hoch sein. And that's why we bring exercise in to also help with those stress levels. Und so bringen wir auch immer wieder Bewegung und Sport mit rein, weil er helfen kann bei so einem Stresslevel. It improves your hormone balance, your immunity, Die Leber reguliert den Hormonhaushalt und auch verbessert die Immunität. and again it also excretes the harmful toxins that can cause illness. Und auch die Leber filtert diese schädlichen Toxine, die Krankheiten verursachen. So I come back to our healthy foundation. The house on sand is not a foundation. Und jetzt komme ich nochmal zu diesem gesunden Fundament. Das Haus auf Sand, das steht nicht auf einem gesunden Fundament. We want a solid brick wall. Wir brauchen eine solide Steinmauer. So we need to then look at our kidney and our liver function and try to cleanse the body prior to going further. Das heißt, wir müssen uns unsere Nieren und aber auch die Leber anschauen und uns darum kümmern, bevor wir dann weitermachen. How do we clean the liver? Und wie reinigen wir unsere Leber? Again, with lots of green vegetables like cabbage, lettuce, broccoli, spinach, watercress. Und mit ganz viel grünem Gemüse wie Kohl, Salat, Brokkoli, Spinat, Wasserkamm. Sulfur-rich foods like onions and garlic. Und Lebensmittel, die reich an Sulfur sind, zum Beispiel Zwiebeln oder Knoblauch. And liver-healing foods like beets and asparagus and celery. Und auch leberheilende Lebensmittel wie Rüben, Spargel oder Sellerie. It sounds like fun. Das hört sich doch toll an. It's all part of our diet. We just need to incorporate it and make more of it. Und das ist ja wahrscheinlich schon Teil unseres Essens, aber wir müssen das noch mehr mit reinbauen und vielleicht auch erhöhen den Anteil davon. A lot of these natural products, I'm sure you are aware of also, because the mainstream media and advertisements has educated us to a certain degree. Und vielleicht sind sie euch auch schon wohl bekannt, weil es wirklich so ist, dass so im Mainstream und auch in den Medien, in der Werbung immer mehr davon dargestellt wird. But now you know exactly why you are taking it. You're taking it to help the liver. Aber jetzt wisst ihr auch, warum ihr die aufnehmt und aufnehmen sollt, damit ihr eurer Leber helft. There are other foods that you can also take. Citrus foods like grapefruit, lemon and oranges. Und es gibt noch weiteres, zum Beispiel Zitrusfrüchte wie Grapefruit, Orange oder Zitrone. And herbs and spices, ginger and again turmeric. Und auch Kräuter und Gewürze, da ist Ingwer und auch wieder Kurkuma. And lots of water. Und ganz, ganz viel Wasser. So now you're going to ask the question, do I need to cleanse? Und jetzt wirst du bestimmt die Frage stellen, ja, muss ich denn diese Reinigung machen? So let me give you some suggestions when you do need to cleanse. Lasst mich euch ein paar Vorschläge machen, wann es sinnvoll ist,
sich selber zu reinigen. Do you suffer from constipation? Hast du Verstopfung? Actually, you should have at least twice a day a bowel movement. Und du solltest so zweimal am Tag auf Toilette müssen. That means if you say I'm having once every 3 or 4 days or once a week, you are far from adequate. You would benefit from a detox. Das heißt, wenn du vielleicht nur alle 2-3 Tage oder zweimal die Woche auf Toilette musst, dann würde es dir sehr gut tun, mal deinen Körper zu reinigen. If you think about it, twice a day means you're getting those toxins out of your body. Und wenn du mal überlegst, zweimal am Tag bedeutet das auch immer die Toxine, die Schadstoffe aus deinem Körper ausgeschieden werden. Once in 2 days, those toxins are staying longer in your body and affecting your organs and your bloodstream and everything around. Und einmal alle 2 Tage bedeutet, dass diese schädlichen Stoffe in dir drin sind noch und dass sie natürlich auch Einfluss auf deinen Körper, Blutkreislauf und sowas nehmen. Are you bloated? Do you have gas? Hast du oft Blähungen? Fatigue? Oder bist du müde? Poor skin quality, breakouts? Schlechte Hautqualität oder auch Ausschlag? Muscle pain? Muskelschmerzen? Inflammation? Entzündungen? Bad breath? Schlechten Atem? PMS? Oder PMS? Those are all reasons where you think maybe I could benefit from a cleanse. Dann wären das alles Gründe, dass du wahrscheinlich einen großen Vorteil einer Reinigung spüren würdest. When should you not cleanse? Wann solltest du nicht so eine When you're pregnant or breastfeeding? Schwanger bist oder wenn du stillst? When you have an eating disorder of some sort? Wenn du irgendeine Essstörung hast? When you're anemic, meaning you don't have enough iron in your body? Wenn du anämisch bist, also nicht genug Eisen in deinem Körper hast? Or when you have chronic disease and you're taking medication for that disease? Oder wenn du eine chronische Krankheit hast und das auch medikamentös behandeln musst. It would actually help you also if you have a chronic disease and taking medication to do a cleanse. Es würde dir an sich helfen, wenn du eine chronische Krankheit hast, Medikamente nehmen musst, dann mal deinen Körper zu reinigen. But always under the watchful eye of a doctor maybe. Aber nur vielleicht unter der Aufsicht eines guten Arztes. Or a health practitioner of some sort. Oder einem Naturheilpraktiker. Because to cleanse does not mean to fast. Denn zu reinigen bedeutet nicht zu fasten. It doesn't mean that you don't eat anything and you just drink water. Es bedeutet nicht, dass du nichts mehr isst und nur noch Wasser trinkst. It means you're going to start taking care of what you eat and how you eat. Sondern es bedeutet, dass du anfängst, dich darum zu kümmern, was du isst und wann du isst. It means you're going to start adding some of these qualities that we just spoke about. Turmeric, celery, lots of water, etc., etc. Und es bedeutet, dass du das hinzufügst, das, was wir besprochen haben, Kurkuma, Ingwer, Wasser, Sellerie. So let's look at a doable detox. What is an example of a cleansing or detox? Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was ist denn eine machbare Entgiftung? So before you go onto this route and this journey, it is quite a major decision that you have to make. Und bevor du jetzt da diesen Weg anfängst zu gehen, musst du wirklich eine grundlegende Entscheidung treffen. It's not something to be done lightly. Das ist nichts, was man so vielleicht gerade mal nebenher machen kann. It takes commitment. Man muss da wirklich sehr dahinter sein. And discipline. Und auch diszipliniert. You have to plan to do this in advance. Du musst da dich wirklich planend darauf vorbereiten. And you have to go forth and maybe buy some of the products beforehand. Und vielleicht musst du auch einige der Produkte erstmal kaufen, bevor du anfangen kannst. So while you're planning to do this, take a week to start to get your body ready for this detox. Und wenn du das planst, mal zu entgiften, dann gib deinem Körper so eine Woche Zeit, sich darauf vorzubereiten. So 1 week before you say, I'm now going to start the detox, start to wean yourself off alcohol. Und wenn du jetzt mit dieser Entgiftung anfangen möchtest, dann eine Woche vorher hörst du auf, Alkohol zu trinken. Less coffee. Oh no. Weniger Kaffee, oh nein. Reduce your dairy content. Und auch die Milchprodukte reduzieren. And start cutting down on gluten and simple carbohydrates. Und auch weniger einfache Kohlenhydrate und Gluten. We're talking about donuts, bread,
cake, those type of simple carbohydrates. Und da geht es also bei einfachen Kohlenhydraten eben um Donut, Brot, Kuchen. Also start to strengthen your body with a multivitamin. Und du solltest deinen Körper auch stärken mit Multivitaminen. Take an omega-3, Omega-3, milk thistle, Mariendistel, magnesium, Magnesium. and it would help to start to get your stomach also strengthened with a probiotic. Und es würde deinen Magen, deinen Darm auch stärken, wenn du noch ein Probiotikum nimmst. Needless to say, when we're going to start to cleanse the kidneys and the liver, it all goes through the digestive system, so we are actually cleansing our digestive system as well. Und wenn wir uns Leber und Niere anschauen und wir das alles ausscheiden, dann geht es natürlich auch im gleichen Moment um unseren kompletten Verdauungssystem. So that is a week before you start to do the detox, let's say for 1 week. Also sagen wir mal, ihr fangt eine Woche vor dem tatsächlichen Entgiften an, euren Körper darauf vorzubereiten. And then when you finish your cleansing, Und wenn du jetzt mit diesem Reinigen fertig bist, you also need to transition back into normality. dann braucht es auch wiederum Zeit, dass dein Körper sich an das Normale wieder gewöhnt. So please don't go to a fast food store after you've had this wonderful cleansing and buy yourself a hamburger. Also das heißt, du solltest nicht nach dieser Entgiftung gleich am nächsten Tag dich mit einem Hamburger belohnen. You'll find that your body also has time and trouble adapting back to solid foods and the mixture of foods again. Weil dein Körper auch wirklich Schwierigkeiten haben wird, wieder so reiches Essen zu verdauen und dass ich auch erst wieder dran gewöhnen muss. So you want to concentrate on bone broth and soup and vegetables and steamed vegetables and salad. Und da ist es vielleicht besser, dass du dir eine gute Rinderbrühe oder gedämpftes Gemüse, dass du damit dann wieder anfängst. So let's say you're motivated by what I've just said. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du bist motiviert And mit dem, was ich gesagt habe. And you want to go ahead with this. Und du möchtest da jetzt durchstarten. But where do I start? Ja, wie sollst du das denn jetzt machen? Okay, let's give you an example of a detox. Ein Beispiel für ein Entgiftungsprogramm. Remember I said it's not just water. Also nochmal, es geht da nicht darum, nur Wasser zu trinken. A cleansing is not a diet. Eine Entgiftung ist keine Diät. This is not time to think this is a weight loss diet. Und es ist auch nicht so, dass es sagt, ich will jetzt Gewicht verlieren und mache diese Diät. We are doing this for health processes. Sondern es geht um Gesundheitsprozesse. We want to get our organs functioning optimally. Wir möchten, dass unsere Organe optimal funktionieren The können. digestive system, the kidneys, the liver. Unser Verdauungssystem, die Nieren und die Leber. So you've weaned yourself slowly, less coffee, less alcohol, less carbohydrates. Also jetzt bist du da langsam hingegangen, weniger Kaffee, kein Alkohol, weniger Kohlenhydrate. And you start, let's say a typical example of a breakfast would be water with lemon. Und jetzt könnte so ein Frühstück sein, Wasser mit Zitrone. And you can see on the slide we've got herbal tea, green juice from cucumber, kale, lettuce, ginger, carrots, half an apple. Those are all examples of a morning breakfast. Und ihr seht es auch auf den Folien, eben dann noch ein Kräutertee oder ein grüner Saft aus Gurke, Grünkohl, Salat, Karotten und einem halben Apfel. Still hungry? Immer noch hungrig? You can make yourself a smoothie Dann macht ihr noch einen Smoothie with banana and greens. mit Banane und Gemüse. Let's look at an example for lunch. Ein Beispiel für ein Mittagessen. The slide says a plate full of bright colored organic vegetables, healthy fats and proteins. Also, wir sehen einen Teller voll mit buntem Biogemüse, gesunden Fetten und Proteinen. Kale, carrots, nuts, beans and raw vegetables. Grünkohl, Karotten, Nüsse, Bohnen, rohes Gemüse. That's where you can have your celery, Du könntest hier den Sellerie reinbauen. you can have your paprika, your peppers. Du könntest auch Paprika dazu nehmen. Still hungry? Immer noch hungrig. You can have some steamed sweet potato or vegetable soup. Du könntest die Süßkartoffel dämpfen oder anderes Gemüse oder eine Gemüsesuppe. You can see from these examples that you're not starving yourself. Und ich glaube, man kann an den Beispielen sehen, es geht nicht darum, dass du
dich selber hungerst, also dass du hungerst, You're actually cleansing while filling and satisfying yourself. sondern du kannst entgiften, dich reinigen und dich trotzdem sättigen. An example of dinner: Ein Beispiel für ein Abendessen. salad, steamed vegetables, and experiment with different salad dressings. Ein Salat, gedämpftes Gemüse und experimentiere ruhig mit den Salatsoßen. Okay, it's evening and you're now sitting down. Are you feeling totally deprived? Und es ist jetzt Abend, du setzt dich hin und vielleicht bist du völlig fertig. Then you can treat yourself to one block of dark chocolate. Dann könntest du auch ein kleines Stückchen dunkle Schokolade noch essen. You can have snacks in between if you can't hold out on this. Und du kannst auch Snacks zwischendrin haben, wenn dir diese 3 Mahlzeiten nicht ausreichen. Green juice, raw almonds, rice cakes. Zum Beispiel grüner Saft, rohe Mandeln oder Reiskuchen With hummus or guacamole. mit Hummus oder Guacamole. So that's a quick example of cleansing your body, and that is basically what is necessary to get this foundation going. Und das ist jetzt ein kurzes Beispiel, wie du deinen Körper entgiften kannst und wie du ein gutes Fundament legen kannst. But I want to talk about a deeper process, Aber ich möchte auch noch über einen tiefer liegenden Prozess sprechen. because a lot of times part of chronic disease and inflammation comes from this problem. Weil ganz oft bei Krankheiten, auch chronischen Krankheiten oder Entzündungen, hohen Entzündungswerten, das liegt tiefer. So we come back to our example of the house on the sand. Und wenn wir zurückkommen auf unser Haus auf dem Sand, But I thought the cleanse is building our house on rock. ich dachte jetzt, dass dieses Entgiften, die Reinigung unser Haus auf einen Felsen baut. Yes, it is. Ja, das tut es. But we can go one level down and actually make a nice foundation down under the ground. Aber wir könnten jetzt noch mal tiefer gehen und die Erde ausheben und da noch ein noch stabileres Fundament So machen. I put the question in front of you, what about a parasite cleanse? Deswegen stelle ich dir die Frage, was wäre denn noch, wenn es um eine Reinigung von und Loswerden von Parasiten geht? No, I don't have parasites. Ich habe ganz bestimmt keine Parasiten. We all have parasites from our environment. Wir alle haben Parasiten in uns, einfach aus unserer Umwelt. And if you are seriously looking at your body and you are suffering with complications, this might be an answer. Und wenn du wirklich schwerwiegende Komplikationen hast, dann kann es möglich sein, dass das ein Problem bei dir ist. Do you have inflammation, Hast du Schmerzen und Entzündung? pain, Schmerzen? chronic disease, Eine chronische Krankheit? an illness that just won't go away? Are you always just getting sick, always getting a cold, just not feeling on top? Eine Krankheit, die sich einfach immer wieder zeigt, oder du bist immer niedergeschlagen und hast vielleicht auch oft Erkältung, Can't sleep at night time, kannst nachts nicht schlafen, high blood pressure, high cholesterol. hohen Blutdruck. So I've gone and put some ideas out there. Und ich habe jetzt versucht und habe ein paar Vorschläge gemacht. Cloves are the most wonderful thing to clean your system. Und Nelken sind eins der wunderbarsten Dinge, um dein System zu reinigen. You can try and incorporate that into your dishes. Du kannst versuchen, das in deine Gerichte mit reinzunehmen. But if you really want to go on a serious parasite cleanse, which I would recommend, Aber wenn du wirklich ernsthaft diese Parasiten loswerden möchtest, dann würde ich dir Folgendes vorschlagen. then you need to go to a health store or you need to order something online, but please make sure you have a quality product. Dann kannst du in einen Laden gehen oder das online bestellen, aber bitte, bitte, es sollte ein hochwertiges Produkt sein. And you can start to incorporate these ingredients over a 10 to 12 day period. Und dann kannst du diese Zusätze über 10, 12 Tage zu dir nehmen. And then comes the yucky part. Und dann kommt das nicht so angenehme, You need to observe whether you do have something being excreted out of you. weil du dann einfach nachschauen musst, ob du wirklich etwas ausscheidest. So
So everyone now during the Corona period has a nice mask. You can put a mask on. Und da ja jeder von uns jetzt durch Corona so eine schöne Maske hat, kannst du auch eine Maske anziehen. You can get some wooden cutlery or chopsticks or something to use. Und kannst auch irgendwie Besteck oder irgendwas nehmen. And you have to observe what comes out of your body. Und du musst dir das genau anschauen, was da aus deinem Körper rauskommt. Honestly, it is very rewarding when you scratch through and open up and you see what is there. Und ganz ehrlich, es ist wirklich augenöffnend, wenn du siehst, was da aus dir rauskommt. Remember, you have to be your own health detective. Also nochmal, du bist dein eigener Gesundheitsdetektiv. You need to look what is going in and what is coming out of your body. Du musst einfach aufmerksam sein, was geht da in meinen Körper rein und was kommt aus meinem Körper raus. And here's a little interesting statistic. Und eine interessante Statistik dazu. Is that what you see is only 30% of that what is coming out. Das, was du sehen kannst, ist nur 30% von dem, was wirklich aus dir rauskommt. The others you can't see, it's microscopical. Der Rest ist so klein, den könntest du nur mikroskopisch sehen. So a person would really benefit from a parasite cleanse. Also eine Person, die wirklich von dieser Parasiten, also Reinigung der Parasiten profitieren würde. And I would do something like that at the same time that I'm doing my kidney cleanse. Und ich würde sowas machen zur gleichen Zeit, wenn ich auch meine Nieren reinige. Next week we're going to be talking about essential oils. Nächste Woche, da geht es um essentielle Öle oder ätherische Öle. And Dawn will be giving us all the facts about what to take, what not to take and how it helps our bodies. Und Dawn wird uns da ganz viel Information geben, welches wann gut anwendbar ist und was eher nicht. And what I really appreciate from the essential oils is that they have here a clove oil. Und was ich wirklich bei diesen ätherischen Ölen toll finde, ist, dass es gibt ein Nelkenöl. You have to be very careful with oils. You can't just chuck 4, 5, 6 drops into the water or into the product that you will be taking. Und mit diesen Ölen muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Du kannst es nicht einfach mal 4, 5 Tropfen in dein Wasser She will be explaining that whole process with you further. Und das wird Dawn uns aber noch detaillierter erklären. But you can also get clove through other mixtures. Du kannst Nelken, aber auch durch andere Mixturen. You have to look, you have to start visiting health shops and online. Du musst vielleicht einfach mal anfangen, so das Wort Gesundheitsläden oder auch online einfach mal nachzuschauen. You also you can look at different products. There's neem. I don't know what neem is in German. Yes, neem. Rosemary, Rosmarin, clove, Nelken. And these are all things that you can start to incorporate into your diet. Und das sind alles Dinge, die du in deine Nahrungsaufnahme mit Remember, einbauen. we said lots and lots of water. Und nochmal, wir haben gesagt, ganz viel Wasser. So we can add our drops through into the water. Und so können wir diese Tropfen einfach unserem Wasser zufügen. You need to inform yourself on these aspects. Und du musst dich einfach da weiter informieren. So let's speak about sleep. Und lasst uns auch über Schlaf sprechen. So we said that part of the detox will actually help you with your sleeping problems. Und wir haben gesagt, dass eine Auswirkung des Entgiftens auch sein wird, dass es Auswirkungen auf deinen Schlaf hat. What are the benefits of sleeping well? Und was sind denn jetzt Vorteile, wenn ich gut schlafe? Yes, you have a stronger immune system. Dein Immunsystem ist gestärkt. Lower inflammation. Die Entzündungen sind niedriger. Better productivity and concentration. Produktivität und Konzentration sind besser. Lowers weight gain. Schlaf verringert auch die Gewichtszunahme. And calorie regulation. Dann die Kalorienregulierung ist besser. Athletic performance. Deine sportliche Leistung ist besser. A lower risk of heart disease. Geringeres Risiko für Herzerkrankungen. More social and emotional intelligence. Also mehr soziale und emotionale Intelligenz. And prevents depression. Und Depressionen werden verhindert. A simple little thing as sleep. Eine kleine Sache wie Schlaf. So when we talk about sleep, we're not talking about how long you sleep. Und wenn wir über Schlaf sprechen, dann geht es nicht darum, wie lange wir schlafen. Yes, it is correct. You need to sleep anything from 6 to 8 hours.
Ja, es stimmt. Man sollte zwischen 6 bis 8 Stunden schlafen. But what is important is the aspect of deep sleep. Aber das Wichtige dabei ist der Tiefschlaf. How deep can you sleep? Yes, you need REM sleep and light sleep, but deep sleep is very important. Wie tief kannst du schlafen? Es gibt diesen REM-Schlaf, aber es geht darum, wie hast du diese Tiefschlafphase. And after the age of 30, our sleep starts to decline. Und wenn wir älter als 30 sind, dann nimmt unser Schlaf ab. And too little sleep gives you what they call shallow sleep syndrome. Und dann kann es auch sein, dass du das Leichtschlaf-Syndrom So a bekommst. deep sleep allows the cells in the cells to be repaired, the tissues in the cells to be repaired. Das heißt, ein Tiefschlaf, der macht es möglich, dass die Zellen sich regenerieren, It allows your brain cells to regenerate. dass deine Gehirnzellen sich regenerieren. Remember in the beginning we spoke about protein synthesis. Und wir haben ja am Anfang über die Proteinsynthese And the gesprochen. byproduct of protein synthesis is ammonia. Und dass das Nebenprodukt dieser Synthese Ammonium oder so ist. And that this can also make the brain active and function with many, many thoughts while you're trying to sleep. Und dass das eben auch Auswirkungen auf unser Gehirn hat und dass es dann nur alles voller Gedanken ist, wenn wir eigentlich schlafen wollen. Which prevents us from this deep sleep that we're searching for. Und das verhindert dann diesen Tiefschlaf, den wir brauchen. So also it helps with cognitive function and memory. Das heißt, es hilft auch bei der Gedächtnisfunktion und kognitiven Funktionen. So we're finding that with a lot of mothers, they're not getting to sleep deeply. Und so ist es ja oft bei Müttern, dass sie nicht tief und lang genug schlafen. They wake up often. Sie wachen oft auf. They're always aware of their children. Sie sind immer sensibel und wach für ihre Kinder, They have high stress levels. haben hohen Stresslevel. Seems the same with a student. Ähnlich oder gleich auch bei Studenten. You've got to study, you're busy with your work, you're busy studying, and you have high stress levels. Du musst studieren und du musst das fertig bekommen und du hast einen hohen Stresslevel. And so deep sleep is something that we must actually try and advocate. Das heißt, tiefer Schlaf ist etwas, was uns sehr wichtig sein muss. And by allowing the body to go into a deep sleep, you are actually then repairing this protein synthesis and the ammonia that goes through to the brain. Denn wenn du wirklich tiefen Schlaf hast, dann hilfst du dieser Proteinsynthese und dass dieses Nebenprodukt nicht You ins also, Gehirn wandert. you also excrete more human growth hormone. Es werden auch mehr menschliche Wachstumshormone ausgeschieden. And this is the foundation of our fountain of youth hormone. Und das ist so das Fundament und die Quelle unserer Jugendhormone. How often do you wake up in the morning and you've had a good sleep and you feel fantastic? Und es ist doch so, wenn du einen richtig guten Schlaf hattest, dann wachst du morgens auf und du fühlst dich fantastisch. You feel good, you look good, you see everything is better, your hair, your skin, you just feel good. Du fühlst dich gut, du bist voller Energie, du siehst frischer aus, deine Haare sind schön, du fühlst dich einfach rundum wohl. And when you have a bad sleep night and a lack of sleep, Und wenn du eine schlechte Nacht hattest und auch Schlafmangel, your hormone excretion has changed overnight. dann hat sich auch deine Hormonausschüttung über Nacht verändert. You're tired, Du bist müde, you have hungry cravings, du hast auch oft so Heißhungerattacken, you're slow, du bist langsamer, you're not so reactive. du reagierst nicht so schnell. And this is important for sports people or people who need to react fast, say with driving a car. Und das ist sehr wichtig, auch wenn du Sportler bist oder wenn du zum Beispiel Auto fahren musst. And we're talking about deep sleep and hormones, Und wenn wir über Tiefschlaf und Hormone sprechen and light sleep and hungry cravings. und wenig Schlaf oder leichten Schlaf und Heißhunger, So the best diet I know is to sleep. das heißt, die beste Diät, die ich kenne, ist Schlaf. If you're wanting to lose weight, sleep more. Wenn du Gewicht verlieren möchtest, dann schlaf mehr. So research has shown, this is a little bit of interesting information, Und Untersuchungen haben gezeigt,
that people with a body mass index above 25, dass Menschen mit diesem Body Mass Index über 25, and remember body mass index is to do, we calculated in our first teaching, is to do with your weight and your height. und der Body Mass Index, das haben wir am ersten Tag gemacht, hat etwas mit deinem Gewicht und deiner Größe zu tun. And the body mass index average is anything from 20 to 25. Und so der Body Mass Index Normbereich oder so ist zwischen 20 und 25. And anything over 30% is not optimal. Und alles über 30 ist nicht optimal. And it's saying that people with a body mass index above 25 Und diese Untersuchung sagt, dass Menschen mit einem Body Mass Index über 25, has 70 minutes less sleep per week. dass die 70 Minuten pro Woche weniger schlafen. Just an interesting piece of information. Einfach ein interessantes Stück Information. So how do I advocate deep sleep? Und wie kann ich jetzt diesen Tiefschlaf, wie kann ich da etwas dafür tun? Okay, so our modern lifestyle is actually not advocating or helping us at all. Unser moderner Lebensstil, der hilft dort gar nicht. So I'm going to be giving my age away here, but because I'm going to say, I remember in the olden days. Und jetzt gebe ich ein bisschen vom Alter preis, denn ich erinnere mich noch an die Zeit damals. No one would phone me after 8 o'clock in the evening. Da hat mich niemand nach 20 Uhr abends angerufen. It was totally impolite. It was not done. Das war einfach total unhöflich, das hat man nicht gemacht. And nowadays we've got WhatsApp, we've got telephone calls, we've got emails, 24 hours available to us. Und heute haben wir über WhatsApp, über E-Mails, über unsere Handys, sind wir 24 Stunden erreichbar. So we're finding out with new research about all of these electromagnetic fields that are influencing our bodies. Und so gibt es auch schon sehr viele Untersuchungen, dass diese elektromagnetischen Wellen auch Einfluss auf unseren Körper nehmen. I'm not going to go into detail. Da werde ich jetzt nicht tiefer einsteigen. But everything is made with energy. Aber alles ist durch Energie. And everything has a certain vibrational level. Und alles hat irgendeine bestimmte Schwingung. Our bodies, our Unser organs Körper, unsere Organe, are vibrating at a certain level. die vibrieren alle in einem bestimmten Frequenzbereich. And when you have a cell phone close to you, you are allowing this electromagnetic field to affect you. Und wenn du jetzt ein Handy an deinem Körper hast, dann erlaubst du das diesen elektromagnetischen Wellen deinen Körper zu beeinflussen. Wi-Fi's, Die ganzen Wi-Fis, die technischen Geräte, Bluetooth, all of these can affect you. Bluetooth, all das kann Auswirkungen auf dich haben. It's necessary in our life. Es ist notwendig in unserem Leben, But when we have too much of this load, aber wenn wir zu viel von diesem auf uns oder in uns reinlassen, the best you can do is at night time to determine a time that you're going to start switching these things off. und das Beste ist, dass du für die Nacht einen bestimmten Zeitraum hast, wo du das alles ausstellst. Not just because of energy Und jetzt nicht nur wegen diesen Energie and magnetic fields, und dem magnetischen Feld, but so that your brain can switch off and not continue with communicating. sondern auch, dass dein Gehirn wirklich einfach mal zur Ruhe kommt und nicht dauernd noch dabei ist, mit irgendjemandem zu kommunizieren. Oh, I mustn't forget to tell so and so something. Ach, ich müsste dem noch das und das sagen. Or to receive something that's upsetting. Oder dann bekommst du was und das wühlt dich auf. Also, the blue light can affect us. Auch das blaue Licht kann Einfluss auf uns haben. So you start to need to, about an hour before you want to go to sleep, start switching off your products, your devices. Und so eine Stunde bevor du schlafen gehst, mach einfach diese ganzen Geräte aus. And you need to start finding ways to entertain yourself for the last hour. Und dann musst du dir vielleicht andere Möglichkeiten suchen, diese letzte Stunde am Abend dich zu entertainen. Read a good book, Lese ein gutes Buch, play a game, spiele ein Spiel. not too active a game. Also jetzt kein Spiel, was für dich, wo du dich sehr aktivierst. Talk with your partner, Sprich mit deinem Partner, read the Bible. lese die Bibel. So you need to start to slowly calm yourself down. Das heißt, dass du wirklich
Wert darauf legst, dass du langsam runterfährst. Switch off from the texts, the emails, the phone calls, the computer, the television, and all of this information coming into you. Stell einfach dein Handy, den Fernseher, E-Mails, Computer, einfach alles, was diese Informationen auf dich einströmt, macht es aus. Products that can help you. Dinge, die dir helfen. Melatonin. Achso, Dinge, die dir jetzt helfen können, ist Melatonin. I haven't got it in here. ja, Melatonin. Magnesium. Magnesium. Take magnesium in the evening, calcium in the morning. Und nimm Magnesium am Abend und Calcium am Morgen. Because the magnesium helps for sleep. Magnesium hilft auch deinem Schlaf. Zinc. Zink. Something called 5-ATP. Dann gibt es noch das HTP. 5-HTP. 5-HTP. And ashwagandha. Und noch Ashwagandha, it's not there. ja, Ashwagandha. Okay. Another thing that's also quite good is Baltrium. Dann, was auch noch hilft, ist Waldtrinken. Ja. It's from Hopfen. It's made from Hopfen. Genau, es wird aus Hopfen hergestellt. You're welcome to come and have a look later on, those of you that want to just come and have a look and see what products there are here. Und ihr könnt sehr gerne nachher auch herkommen und euch eine der Produkte anschauen. I'm not advocating any service provider, I'm just advocating the actual thing that can help you. Und ich mache jetzt keine Werbung für irgendwelche spezifischen Anbieter, sondern ich möchte nur, dass diese Stoffe euch vorstellen. Okay, let's look at the immune system. Lasst uns das Immunsystem anschauen. That's our digestive system. Und auch unser Verdauungssystem. 80 to 90% of disease starts in the gastrointestinal tract. 80-90% der Krankheiten fangen in diesem gastrointestinalen Trakt an. You have good bacteria and bad bacteria, if I simplify it like that. Und ganz vereinfacht gesagt, es gibt gute und schlechte Bakterien. And we're wanting to introduce the good bacteria into the body. Und wir möchten, dass die guten Bakterien in unserem Körper sind. Remember what I said, it doesn't help to put good bacteria into your body if you haven't done your cleanse first. Und nochmal als Erinnerung, es macht keinen Sinn, diese guten Bakterien in meinen Körper aufzunehmen, wenn ich den nicht davor gereinigt habe. So, probiotics is one of the best things that you can help your body with. Das heißt, Probiotika ist eins der wichtigsten Dinge, die du deinem Körper, mit denen dein Körper hilft. What are probiotics? Was sind Probiotika? You can take it in the form of pills. Du kannst es in Form von Tabletten nehmen. Probiotics, you can take it. You can also take it in the form of kefir. Und man kann es auch in der Form von Kefir. In Kefir nehmen. Okay. This you can buy at a health store or you can order online. Und das kannst du in speziellen Läden oder auch online kaufen. It's a live culture. Das ist eine lebende Kultur. This we ordered from England, but I also ordered here in Germany from a company. Und das haben wir jetzt aus England bestellt, aber man kann es auch in Deutschland bestellen. You can have a milk kefir. Es gibt den Milchkefir. If you're lactose intolerant, you can have a water kefir. Aber wenn du laktoseintolerant bist, es gibt auch einen Wasserkefir. What is kefir? Und was ist Kefir? It makes the product sour. Und er säuert das Produkt. So you put it in for 24 hours in milk and it makes the milk sour and you're basically drinking sour milk. Das, wenn du über 24 Stunden verwandelt es zum Beispiel Milch in Sauermilch und dann trinkst du diese And you Sauermilch. can have a tot every morning on an empty stomach. Und dann kannst du jeden Morgen auf nüchternen Magen. And that helps the bacteria the good bacteria come into your stomach. Und so hilfst du, dass die guten Bakterien in deinen Magen kommen. Similar to natural yogurt. Ähnlich wie Naturjoghurt. You can also drink kombucha tea. Du kannst auch Kombucha-Tee You can make trinken. your own kombucha. Du kannst auch deinen eigenen Kombucha machen. You can introduce zinc and omega-3s. Du kannst Zink und Omega-3 Your B integrieren. complexes, your vitamin C's, your antioxidants are very important to get your immune system up. B-Komplex, Antioxidantien, Vitamin C, das ist alles sehr wichtig, um dein Immunsystem zu stärken. So you can see all the products I've got up there, all the different spices that you can help your stomach. Und ich habe es auch auf der Folie aufgeführt, diese Kräuter und Zusatzstoffe, die
deinem Magen helfen. The gastrointestinal tract is the heart of the immune system. Und der gastrointestinale Trakt ist so das Herz deines Immunsystems. And that's why I was saying you need to smell your breath. Und deswegen habe ich auch gesagt, du musst deinen Mundgeruch Because riechen, that is part of your gastrointestinal tract. weil das ein grundlegender Teil dieses gastrointestinalen It Traktes starts in your ist. mouth. Es beginnt alles in deinem Mund. So let's look at oral health. Also lasst uns die Mundgesundheit anschauen. Mouthwash has so many other preservatives and elements therein. Die Mundspülungen haben so unglaublich viele Zusatzstoffe, Same as toothpaste. genauso wie Zahnpasta. I would actually suggest you try and make your own natural toothpaste. Und ich würde sogar fast vorschlagen, versuch mal deine eigene, ganz natürliche Zahnpasta herzustellen. And Dawn, who is coming and giving the talk on essential oils next week, she will be also handing out something about how to make your own natural toothpaste. There she is with the papers. You can grab something. Und Dawn, die uns ja nächste Woche über ätherische Öle sehr viel sagen wird, die wird uns auch ein Rezept geben, wie wir unsere eigene Zahnpasta herstellen können. It's actually very easy. Und das ist eigentlich ganz einfach. Baking soda, Natron, coconut oil, Kokosnussöl, sea salt, Salz, And then- Meersalz and then some essential oils of lemon or peppermint or whatever you feel, clove, whatever you feel you need. und dann auch noch ein ätherisches Öl, das kann Pfefferminz sein oder Nelke, irgendwas, was dir angenehm ist. So if you find you've got a tooth that's going dark, Also wenn du merkst, oder ist ein Zahn, der wird you schwarz, can add clove into the natural toothpaste. könntest du zum Beispiel Nelke in deine natürliche Zahnpasta hinzufügen. So actually we're saying disease starts already in the mouth. Also wir sagen und wissen, dass auch Krankheit schon im Mund beginnt. And a large part of this starts with bleeding gums and inflammation. Und ganz oft hat das auch was eben mit den blutenden Zahnfleischen zu tun. So what is oil pulling? Und was ist jetzt Ölziehen? So oil pulling is where you actually, either in the morning or in the evening, after you've brushed your teeth, you want to wash your mouth with some oils. Und entweder am Morgen oder am Abend, nachdem du Zähne geputzt hast, möchtest du deinen Mund mit Öl reinigen. You have to start to train it, because when I first started this, I could only do 3-4 minutes on my watch. Und das muss man wirklich üben. Als ich damit angefangen habe, konnte ich vielleicht das nur so 3-4 Minuten lang durchhalten. And you want to try and build it up to 20 minutes. Aber das möchtest du wirklich Schritt für Schritt aufbauen, dass du das 20 Minuten lang machen So kannst. it's perfect to do when you're in the shower, Und das ist zum Beispiel super, wenn du das unter der Dusche machst. or when you're trying to get yourself ready for bed and not talk and keep yourself calm. And Oder wenn du dich fürs Bett fertig machst und mit niemandem sprichst und dann bewegst du das Öl im Mund hin und her. so let's show you how to do it, because it's so much easier when you see something and so easy. Und ich möchte euch zeigen, wie das geht, denn es ist so viel einfacher, wenn man das mal gesehen So hat. you use a glass bowl. Du nimmst eine kleine Schale. You can use a carrier oil such as fractionated coconut oil. This you will find out from Dawn. Und du kannst da ein Öl nehmen, zum Beispiel, das wird auch Dawn uns noch genauer erklären. 1 tablespoon of this. Kokosnussöl, ich glaube gedämpftes Kokosnussöl. Und dann nimmst du einen Esslöffel. And then you want 3 drops. I've taken here peppermint. Dann kannst du zum Beispiel 3 Tropfen And you take it slowly. Pfefferminzöl genommen. You take it slowly, you Ganz can count langsam. the drops, like count. 1, 2, 3. Also 3 Tropfen. As easy as that. I put it directly into something like this. Und ich habe mir das schon gemischt und habe das dann in einem kleinen Glas. If I don't want to do the drops, I can use a little pipette. Und wenn ich dann nicht diese Tropfen zählen möchte, dann kann ich auch eine kleine Pipette nehmen. And I prepare 5, 6, 7 of these and leave them in the fridge. Und dann habe ich so 5, 6 davon vorbereitet und stelle die in den Kühlschrank. It's very little. 1 tablespoon, and I put it in my mouth, and Also einen Esslöffel und dann stelle ich das in meinen Mund und dann spüle ich meinen Mund damit. peppermint obviously smells great. Und Pfefferminz riecht auch noch gut.
And so when I finish doing that and washing out my mouth for 5, 10, 15, 20 minutes, you feel very fresh thereafter and you've got all the bacteria out. Und wenn du das 5, 15, 20 Minuten machst, dann fühlst du dich sehr frisch und du hast auch die ganzen Bakterien in deinem Mund rausgewaschen. Inflammation, pain. Entzündung und Schmerz. Let's talk about when our body is always in pain. I have inflammation. I'm always sore in my joints. Wenn mein Körper ganz viel und oft Schmerzen hat oder einfach da Entzündungen immer da sind. The biggest culprit is sugar. Das Größte, was dann wahrscheinlich ist der Zucker. And you need to take it out of your diet if you're serious. Und wenn du wirklich das ernsthaft angehen möchtest, dann musst du den Zucker aus deinem Essen weglassen. And after a couple of days you will see a massive, massive change. Und schon nach ein paar Tagen wirst du da wirklich einen ganz großen Unterschied merken. Lots of water. Ganz viel Wasser. And it's very difficult to take sugar out of your diet. Und es ist sehr schwer, Zucker aus deinem I read Essen somewhere wegzulassen. that sugar is 4 times more addictive than cocaine. Und ich habe mal gelesen, dass Zucker 4-mal so süchtig macht, 4-mal süchtiger macht als Kokain. I don't know how true that is, but I can believe it because it is a craving that drives you crazy. You need to get it. Und ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich kann es gut nachvollziehen, denn es ist ein Verlangen, was dich wirklich verrückt machen kann. And I found that I could only push sugar away once I had done a cleansing. Und ich habe das auch selbst erfahren, dass ich Zucker nur dann weglassen konnte, nachdem ich einmal diese Entgiftung gemacht hatte. Another mixture that I'm going to show you, which helps very much for inflammation in the body, is a mixture of turmeric, coconut, cinnamon, ginger and cayenne pepper. Und noch eine andere Mischung, die ich euch zeigen möchte, die sehr gut ist, auch gegen Entzündungen, ist eine Mischung aus Kurkuma, Kokosnuss, Zimt, Ingwer und Cayennepfeffer. So you go and get yourself all the components. I've got here ingwer, which is ginger, turmeric. Also ihr kauft euch diese einzelnen Komponenten. Ich habe hier Ingwer, Kurkuma, cinnamon, Zimt and cayenne pepper. Und Cayennepfeffer. And you put equal quantities into a container. Und dann nimmst du von jedem gleich viel und mischst das in einem Behältnis. Inside the container I have a very small teaspoon. Und dort habe ich einen sehr kleinen Löffel. So I take it, please start slowly because it's really strong. Und fang dann langsam an, es ist sehr stark. When I smell this, I almost want to get hiccups. Und wenn ich das rieche, dann kriege ich fast Schluck auf. So I would recommend you start with you see how small the spoon is, it's not a teaspoon. Also, ihr seht, es ist kein Teelöffel, ein sehr kleiner Löffel. And you use that and put it into a glass container. Und das nimmst du und machst es in ein kleines Glas. So that is all of the powders mixed together. Also das ist jetzt eine Mischung aus all diesen Gewürzen. And then you take a teaspoon. Und dann nimmst du einen Teelöffel. And you take 1 teaspoon of organic coconut. Und dann nimmst du einen Teelöffel von Bio-Kokosöl. Again, start small with half a teaspoon. Dann kannst du auch nochmal klein anfangen, einen halben Teelöffel. And you put that in here and you start to mix it. Und dann vermischst du das miteinander. And then you can also take a half a teaspoon of honey. Und dann kannst du auch noch einen halben Teelöffel Honig nehmen. And you mix it and you take it. Dazu mischen. And you put it in the back of your mouth, the back of your tongue, not the front of your tongue, because, oh my word, Und dann machst du das bitte auf den hinteren Teil deiner Zunge. And you swallow. Und schluckst es runter. Or you can have some yogurt or some food afterwards with it, just to take the taste away. Und wenn du das brauchst, dann kannst du danach auch noch ein bisschen Joghurt oder so essen, um diesen Geschmack. And it's one of the healthiest things that you can do to help your body with this turmeric, which we've seen through and through all the different illnesses, that turmeric is something that can help the body. Und das kann wirklich auch helfen bei Entzündungen. Wir haben das jetzt immer wieder gesehen, gerade Kurkuma ist da ganz, ganz gut. Let's quickly go through memory. Lasst uns noch kurz das Gedächtnis oder die Erinnerung anschauen. Last week I mentioned that lack of memory and dementia, a large part of it is from dehydration. Und letzte Woche habe ich auch gesagt, dass wenn man Erinnerungslücken oder auch Alzheimer hat, dass das auch viel mit Dehydrierung zu tun hat.
products that can help. Und was da helfen kann, Rosemary. Rosmarin. Rosemary also helps for detoxification. Rosmarin hilft auch bei der Entgiftung. Very, very beneficial is niacin, which is vitamin B3. Und was auch ganz, ganz gut ist, ist Niacin, das ist Vitamin B3. Coconut oil. Kokosnussöl. So that mixture again that you're taking for pain and inflammation, the coconut oil is very beneficial. Und auch diese Mischung, die du nimmst gegen die Entzündungen, das Kokosnussöl, hat ganz viele Vorteile. Why coconut oil? Und warum Kokosnussöl? So when you take the coconut oil, the liver synthesizes this into a product that can go through the blood-brain barrier. The sugar goes through the blood-brain barrier. Und warum jetzt gerade Kokosnussöl? Die Leber kann aus dem Öl Stoffe rausnehmen, die dann sogar in dein Blut reingehen können und dadurch den Blutzucker regulieren. Okay, so that goes and feeds the brain immediately. Und das geht dann sofort in dein Gehirn und Gives energy and sugar to the brain. bekommt Nahrung und Energie. So I'm talking about all these herbs and all these spices and all these essential oils. Und ich rede jetzt über diese ganzen Kräuter und Gewürze und auch über die ätherischen Öle. When we read in Revelations, Und wenn wir in der Offenbarung lesen, then the angel showed me a river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month, and the fruit yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for healing of the nation. That's Revelations 22, verse 1. und in Offenbarung 22,1 steht, der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. 12 Mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. So Revelations is very symbolic, and a lot of this is symbolism. Die Offenbarung ist sehr symbolisch und ganz viel hat hier auch eine Bedeutung. But we also have the tree of life, we have the fruit, and we have the leaves of the tree. So why not use this to our benefit? Aber wir haben diesen Baum des Lebens, wir haben diese Früchte und auch die Blätter, und warum sollten wir das nicht nutzen? We're using God's creation to help and benefit our bodies. Wir nutzen die Schöpfung Gottes für unser Wohlbefinden und zu unserem Vorteil. So we started this series talking about the helping hand of health and wellness. Und wir haben diese Serie gestartet mit der helfenden Hand für Gesundheit und Wohlbefinden. We've been through the whole series. We've still got one on essential oils, which I wouldn't miss. Und wir sind jetzt haben 3 Bereiche abgedeckt und das über die ätherischen Öle, das empfehle ich euch wirklich wärmstens. And we've gone through forgiveness, which is the first and foremost of healing ourselves. Und wir haben uns Vergebung angeschaut und das ist das Grundlegende und Wichtigste für innere Heilung. We spoke about stress and sleep. Wir haben über Stress und Schlaf, We spoke about deep sleep. über tiefen Schlaf And stress, we spoke about the fight or flight system. und wir haben auch über das Flucht- oder Kampfsystem gesprochen. And how adrenaline washes through our body, Und wie Adrenalin dann unseren Körper erfüllt increases our heart rate, und auch unseren Herzschlag our erhöht, blood pressure, Blutdruck, and how we are always in a state of alert and readiness. und wie wir so dann auch immer in diesem Status der Angespanntheit sind. And how this can actually make us ill Und wie das dazu führen kann, dass wir krank werden, if we cannot release it wenn wir das nicht loslassen through können. exercise Durch Übung or through talking about something oder auch indem ich darüber spreche and through forgiveness. und auch über Vergebung. We don't want to be constantly in an alert mode. Und wir möchten nicht die ganze Zeit in so einer Anspannung und It releases cortisol,
weil dann auch Cortisol ausgeschüttet wird. which can cause a lot of negative effects and weight gain around the abdominal area. Das kann zu sehr vielen negativen Dingen und auch Gewichtszunahme Affects our blood sugar sein. Unser Blutzucker wird dadurch beeinflusst. and cause a whole lot of other illnesses in chain reaction to this. Und in so einer Kettenreaktion können sehr viele andere Krankheiten auftreten. And I said that movement is what helps. Und da habe ich gesagt, dass Bewegung hilft. So we spoke about exercise, Also wir haben über Sport gesprochen, that you could try 3 to 4 times a week of 20 minutes a time. dass du das 3 bis 4 Mal die Woche 20 Minuten ausprobierst. We spoke about how to formulate an exercise session with a warm-up, a fitness, a strength and a stretching and a cool-down. Und wir haben uns angeschaut, wie so eine Einheit aussehen kann, dass du dich aufwärmst, dass du Übungen machst, dass du dich auch dehnst und abkühlst. We spoke about heart rate and exercising at anything from 60 to 80% of our maximum heart rate. Und wir haben unseren Puls angeschaut und dass du so 60 bis 80% Steigerung da reinbringst durch Bewegung. We also looked at nutrition. We spoke about more fruits and vegetables. Wir haben über Ernährung gesprochen, mehr Gemüse, mehr Obst. We also spoke about today the natural methods that we can use to help us, that we can incorporate in our diet. Und wir haben heute darüber gesprochen, was für natürliche Zusatzstoffe wir in unsere Ernährung aufnehmen können, um unserem Körper Gutes zu tun. And we spoke about water, how important it is for memory, Und auch über das Wasser haben wir gesprochen, wie wichtig es ist für unser Gedächtnis to excrete our toxins, und auch um die Giftstoffe rauszuwaschen and just to increase the quality of our lives. und einfach die Qualität unseres Lebens zu erhöhen. So what's our message about all of this? Und was ist jetzt so die Botschaft mit all dem? So I'm going to quote from Sarah Young. Und da möchte ich Sarah Young zitieren. Instead of trying to fix yourself, fix your gaze on Jesus Christ, the lover of your soul. Rather than using your energy to judge yourself, redirect it to praising Him. Remember that He sees you clothed in righteousness, radiant in His perfect love. Versuche nicht, dich selbst in Ordnung zu bringen, sondern sieh auf Jesus Christus, den Gesandten Gottes und Hohenpriester. Verwende deine Kraft nicht darauf, dich selbst zu beurteilen oder verurteilen, sondern konzentriere dich darauf, ihn zu loben. Denke daran, dass er dich sieht, wie du in eine Robe seiner Gerechtigkeit gekleidet bist und in seiner vollkommenen Liebe strahlst. So we're not to judge ourselves. Es geht nicht darum, dass wir uns selber verurteilen. The message I give you these last sessions, these last 3 teachings, Und die Botschaft, die ich euch über die letzten 3 Themen geben wollte, is to help educate yourself. ist, dass du dich selber weiterbildest. You shouldn't be feeling overwhelmed by this information that I've given you, Und du solltest jetzt nicht überwältigt sein von den ganzen Informationen, because there's a lot of information out there through this presentation and through everything that you've received online. denn durch diese Präsentation, aber vielleicht auch durch ganz vieles, was du online schon gelesen hast, es ist wirklich unfassbar viel Information da draußen. So here's my take-home message. Und jetzt so zusammengefasst, Don't overanalyze all of this. überinterpretiere das nicht alles, Keep it small and simple. sondern halte es klein und einfach. In English, keep it small and simple as KISS. Und im Englischen kann man sich das gut merken, also Kuss oder Kiss, also halte es klein und einfach. Quiet the noise of all this information that I've given you. Und dass auch einfach diese Information, die du bekommen hast, dass das jetzt nicht alles in dir drin rumwirbelt, Focus on low-hanging fruit. sondern konzentriere dich auf die niedrig hängenden Früchte. What do I mean by that? Was meine ich damit? If the one thing that got to you was you need to exercise more, then you do that. Wenn das eine, was dich angespornt hat, ist, dass du dich mehr bewegst, dann mach das. If you said, oh, I like that mouthwash, do that. Oder wenn du sagst, auch dieses Öl ziehen, das möchte ich mal probieren, mach das. Or if you enjoy the fact that you can take all these herbs with coconut in one time, do that. Oder wenn es dich begeistert, dass du all diese Kräuter mit einem Teelöffel Kokosnussöl auf einmal nehmen kannst, mach das. Or if it's just taking 1 drop of lemon in your water.
Oder wenn es nur bedeutet, ein Tropfen Zitronenöl Do in deinem that. Wasser zu trinken, mach das. Low-hanging fruit. You don't need to change everything. Also, du musst nicht nach den Sternen greifen, sondern du musst nicht alles machen. If you say, I'd like to do the kidney cleanse, but all the rest is too much, then just drink more water and start taking more herbs in your diet. Wenn du sagst, ich möchte einfach jetzt nur mal meine Nieren reinigen, trink mehr, nimm auch mehr Kräuter zu. So this is meant to be a positive, motivating series. Und das sollte eine positive und motivierende Serie sein. And next week you're going to get more information from Dawn on essential oils, so I would like to see you once again here next week. Und nächste Woche wird uns Dawn viele Informationen über ätherische Öle geben und es wäre schön, euch alle wieder hier zu sehen. Let's end in prayer. Und lasst uns noch im Gebet abschließen. Oh Lord, I thank you for all that you have given us in your natural world. Vater, ich danke dir für all das, was du uns in deiner Schöpfung gegeben hast. I thank you for the sunshine that can heal and help us. Ich danke dir für den Sonnenschein, der uns heilen und helfen kann. I thank you for fruit and vegetables that can feed our bodies. Ich danke dir für Obst und Gemüse, das unseren Körper ernährt. I thank you for the knowledge that you give us. Und ich danke dir für das Wissen, das du uns schenkst. And now I pray that you give all of these ladies wisdom on how to use this knowledge. Und jetzt bete ich, dass du all diesen Frauen Weisheit schenkst, wie sie dieses Wissen anwenden können. Help them to stay motivated to make small little changes in their lives. Und hilf ihnen, motiviert zu bleiben, kleine Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen. And to always remember the spirit, the soul and the body. Und dass sie immer daran denken, dass es um den Geist, die Seele und den Körper geht. And that it starts with you Und dass es bei dir beginnt and in you und in dir. and flows outwards. Und dass es dann sich nach außen zeigt. Lord, we praise your holy name. Und Herr, wir preisen deinen heiligen Namen. Amen. Amen. Thank you, ladies. Danke euch. So if you have any questions, you're welcome to come afterwards and chat to me. Wenn ihr noch Fragen habt, dann dürft ihr sehr gerne auf mich zukommen. Oh, and don't forget to go to Dawn. She's got the homemade toothpaste recipe. Und Dawn hat noch das Rezept für selbstgemachte Zahnpasta.